Hallo liebe Freunde des einfach gut und günstig Kochen und Backens. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Geht es euch auch manchmal so, dass man von einem Gericht zu viel Kartoffelpüree zum Beispiel übrig hat und man hat keine Idee, wie man den weiterverwerten soll und zum Entsorgen ist er einfach zu schade? In diesem Video zeige ich euch, wie man aus den Resten des Kartoffelpüree noch etwas richtig Leckeres machen kann, und zwar Gnocchi. Dazu mache ich eine einfache Gorgonzola-Soße, ebenso aus einem Reststück Gorgonzola. Dazu brauche ich ein Ei und Mehl nach Bedarf. Ich verwende hier italienisches Mehl Typ 00. Wer das nicht hat, kann aber auch deutsches 405er Mehl nehmen. Zuerst gebe ich das Kartoffelpüree in eine Schüssel und zerteile es etwas. Dann gebe ich Mehl hinzu. Durch das Kneten mit den Händen merkt man gut, wie viel Mehl man noch dazugeben muss. Es soll nicht mehr stark kleben. Ich mache eine kleine Kuhle für das Ei, dann schlage ich das Ei in einer separaten Schüssel auf, damit ich gegebenenfalls ein Stück Eierschale, falls es hineinfällt, gut wieder rauslesen kann. Hier hat es jetzt gut funktioniert und ich kann das Ei hineingeben. Dann wird das Ei von außen nach innen mit dem Restteig vermischt. Natürlich wird der Teig jetzt wieder sehr klebrig und ich muss das wieder mit Mehl ausgleichen. Je nachdem, wie viel Mehl man hier verwendet, muss etwas nachgesalzen werden. Wenn der Teig nicht mehr sehr klebt, gebe ich ihn auf die Arbeitsfläche, die ich auch mit etwas Mehl bestäube. Dann knete ich den Teig zu einer homogenen Masse. Zuerst mache ich daraus eine Kugel, die ich dann zu einer Rolle weiter forme. Dann kann ich schon die ersten Scheiben davon abstechen. Ich mache sie ungefähr 2 bis 3 cm dick. Die Scheiben werden dann zu einer dünneren Rolle geformt und wenn sie zu lang werden, wieder geteilt. Ich rolle sie so lange, bis sie ungefähr fingerdick sind. Dann steche ich die Rolle in ca. 3 cm lange Stücke. Da muss man etwas variieren, je nachdem wie dick die Rollen sind. Die Abschnitte werden über einer Gabel mit leichtem Druck mit dem Daumen zu Gnocchi geformt. Die sehen immer etwas anders aus. Das macht nichts, die sind ja von Hand gemacht und nicht maschinell, das darf man ruhig sehen. Je nachdem, wie viel Gnocchi man herausbekommt, kann man die zu viel sind, auch sehr gut einfrieren. Ich lege sie dazu auf ein mit Mehl eingestäubtes Brett und gebe sie für 2 Stunden in den Gefrierschrank. Sie sollen sich nicht berühren, dann frieren sie auch nicht zusammen. Dann können sie in einen Beutel gepackt und je nach Bedarf entnommen werden. Für die Soße erhitze ich in einem Topf etwas Butter auf kleiner Flamme und gebe den Rest Gorgonzola in kleinen Stücken hinzu.
Sobald er schmilzt, gebe ich vorsichtig nach und nach noch 200 Milliliter Sahne hinzu. Es kommen noch etwas Kräuter nach Geschmack hinein. Ich verwende hier gerne eine italienische Kräutermischung, aber das ist jedem selbst überlassen. Abgeschmeckt wird mit Pfeffer und Salz. Die Soße wird warm gestellt und kann nach Bedarf mit Milch verlängert oder mit Kartoffelstärke abgebunden werden. Für die Gnocchi erhitze ich in einem Topf reichlich Wasser. Das Wasser wird gesalzt und sobald das Wasser den Siedepunkt erreicht, gebe ich die Gnocchi in kleinen Portionen hinein. Sie werden nur am Siedepunkt ziehen gelassen, das Wasser darf nicht sprudelnd kochen. Ich rühre etwas vorsichtig damit die Gnocchi nicht aneinander kleben, und sobald sie an die Oberfläche gestiegen sind, warte ich noch 1 Minute und nehme sie heraus. Sie werden im Backofen warm gehalten, bis angerichtet werden kann. Wenn alle Gnocchi fertig sind, wird angerichtet. Guten Appetit! Es ist doch schön, wenn man aus einem Rest vom Vortag noch etwas Leckeres zubereiten kann. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Im Abspann findet ihr noch weitere interessante Links. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.